Viele bunte Knöpfe, blinkende Lämpchen, Signaltöne. Es sieht ein bisschen so aus wie in einem Cockpit im Stellwerk in Frankfurt Höchst. Dirigent über all das, Andrea Kommandatore. Für einen Außenstehenden ist das am Anfang sehr viel. Aber wenn man erst mal reinkommt, dann ist das auf jeden Fall eine machbare Aufgabe. Aber was macht er hier eigentlich? Andrea Kommandatore und sein Kollege Alexander Stopp sind Zugverkehrssteuerer. Sie geben aus dem Stellwerk heraus Signale und stellen Weichen, zeigen damit dem Zug, auf welchen Gleisen er fahren soll, wann er halten und losfahren darf. Von 250 nach auf die Weiche 325. Gut, dann stelle ich euch das ein, ja? Alles klar. Vorsicht, Schranke schließt wieder. Gut, bist du LZ oder bringst du was mit? 4 Wagen, aber nicht drumherum, oder? Fährst direkt rüber. Alles klar, gut. Hier sind alle hochkonzentriert. Ist mal jemand nicht aufmerksam? Ja, dann kann das schnell gefährlich werden. Ein Arbeitsplatz mit viel Verantwortung, der 24 Stunden besetzt sein muss. Andrea Kommandatore muss sein Schienennetz bis ins kleinste Detail kennen. Wenn die Birne an einem Signal ausfällt, muss er das wissen. Deshalb sind Zugverkehrssteuerer so schwer zu ersetzen. Jedes Stellwerk ist ja ein Unikat. Wie Sie sich vorstellen können, jeder Bahnhof ist ja auch ein Unikat. Es gibt keine 2 Bahnhöfe, die gleich sind. Und die Stellwerke betreuen die Bahnhöfe und die angrenzenden Strecken. Und somit ist man quasi zwar auf einer Technik geschult, muss aber dann noch zusätzlich eben diesen Bahnhof, diese Örtlichkeit beherrschen. Und das dauert ein paar Wochen, bis man also die örtlichen Gegebenheiten ausreichend kennt. In Hessen gibt es rund 422 Stellwerke. Ist ein Stellwerk unbesetzt, fallen Züge aus. Das Problem ist ja, wir sind meistens auf Stellwerken einmännisch besetzt. Und wenn dann mal einer ausfällt, dann macht das natürlich die große Runde. Hier sind ja meistens dann mehrere hundert Menschen betroffen. Das passiert an hessischen Bahnhöfen zurzeit immer wieder. Die Gründe hierfür laut Bahn: Fachkräftemangel, viele Renteneintritte und hohe Krankheitsstände. Der Schichtdienst sei für junge Menschen oft unattraktiv. Außerdem sei der Job relativ unbekannt, sagt Andrea Kommandatore. Aktuell gibt es in Hessen rund 1300 Zugverkehrssteuerer. Weitere 250 sind in Ausbildung. Das sind nicht genug. Wir haben hier im Jahr etwa 150.000 Zugfahrten werden es sein, die hier durch den Bahnhof fahren. S-Bahn, Güterzüge, alles mit eingerechnet. Für einen ähnlich großen Bahnhof weiß ich, dass wir dort innerhalb von 30 Jahren die komplette Bevölkerung Europas durch den Bahnhof fahren, zahlenmäßig. Also knapp 300 Millionen Leute. Hier in Höchst dürften wir, das ist jetzt nur eine reine Schätzung von mir, auch so in dem Bereich liegen. Seit 6 Jahren ist Andrea Kommandatore Zugverkehrssteuerer. Für ihn ein Traumjob. Man ist hier quasi sein eigener Chef. Das gefällt mir sehr. Und ja, wie gesagt, sehr viel Verantwortung. Und das macht einen schon Spaß, wenn man weiß, dass man etwas kann, was sonst andere nicht so gut können. Ne? Aber vor allem ein Job, ohne den für viele Zugfahren nicht möglich wäre.